schön mal eine Weile einfach die Seele baumeln lassen. Sommer, Sonne, Strand, Meer, was will man mehr? Du warst dabei in Island für eine Recherche und hattest danach erstmal eine Woche Corona. Und übrigens, die Hacker und Innenminister machen keinen Urlaub. Echt jetzt? Musstest du die ganze Entspannung zerstören? Digga, ich cyber dir deine Entspannung so hart weg, da kann sogar der Seehofer noch was lernen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge IT-Trends, eurem allerliebsten Cyber-News-Format im Cyberspace. Bevor wir anfangen, will ich noch ein bisschen was loswerden. Ich habe versucht, nun alles ein bisschen zu überarbeiten. Ihr wisst, ich versuche alle meine Formate und Videos iterativ immer wieder besser werden zu lassen. Deswegen gibt es ab sofort zwar kürzere IT-Trends, dafür aber relevantere Inhalte mit mehr Dingen, die ihr auch wirklich tun könnt. Und vor allem, sie kommen jetzt wieder wöchentlich. Ich hatte überlegt, den Kanal hier bis in den Herbst hinein pausieren zu lassen, damit ich mich auf die Entwicklung konzentrieren kann, aber das wäre euch gegenüber auch nicht ganz okay. Und so kommen die News sogar noch ein bisschen schneller, worauf ich mich sehr freue. Auch bei den Thumbnails versuche ich nun übrigens ein wenig klarer für euch zu sein, was jetzt IT-Trends ist und was nicht. Aber genug Gelaber, lasst uns endlich anfangen. Ich bin schon ganz kribbelig. Wir starten wie gewohnt mit den Hacking-News, wo ich euch zunächst ein Update zum Hackerangriff auf Schriesheim geben möchte. Demnach sind nun tatsächlich die persönlichen Daten der Bewohner der Stadt Schriesheim zum Kauf im Darknet aufgetaucht. Die Stadt wurde vor einiger Zeit mit einer Ransomware gehackt, das heißt, alle Daten wurden erst gestohlen und dann verschlüsselt. Da sich die Stadt geweigert hat, den Hackern Lösegeld zu zahlen, was übrigens was Gutes ist, kommen wir gleich dazu, werden die 170 GB aber aktuell im Darknet verkauft. Dennoch war es richtig, nicht zu bezahlen. Wie manche vielleicht auf Twitter bei mir gesehen haben, habe ich sogar mit einigen IT-Forschern gemeinsam ein Papier unterzeichnet, um es auch in Deutschland illegal zu machen, Ransomware-Lösegeld zu bezahlen. In den USA ist das schon länger so und das hat seine Gründe. Bezahlen Firmen Lösegeld, finanzieren sie dadurch eine riesige Industrie an Black Hats. Es gehen mehr in die illegale Branche und es bilden sich immer größere mafiöse Strukturen. Gleichzeitig bringt es den Opfern aber wenig. Über 80% der Opfer, die ein Lösegeld gezahlt haben, werden sogar direkt nochmal Opfer von Ransomware. Immerhin lohnt es sich für die Hacker, dieses Ziel anzugreifen. Man gibt sich also selbst eine leuchtende Aufschrift auf die Stirn: Hack mich, ich bezahle gerne. Natürlich sollte ein erfolgreicher Hack gar nicht erst eintreten und das ist auch kein Freifahrtschein für Firmen, sich plötzlich schlechter um ihre Security zu kümmern, ganz im Gegenteil. Aber es verhindert zumindest ein bisschen, dass die Branche noch weiter wächst, denn die Daten im Darknet zu verkaufen wird immer schwerer. Und damit kommen wir zu euch, potenziellen Opfern. Es gab noch weitere Hacks, zum Beispiel beim Prime Day gab es über 900 Phishing-Seiten. Und auch der Hack der Woche wird in diese Richtung gehen, kommen wir nachher dazu. Für euch heißt das, eure Daten wurden zu einer recht großen Wahrscheinlichkeit schon mal von irgendwem gestohlen. Prüft das gerne schon mal nach für euch auf haveibeenpawned.com. Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen, Passwörter, all das. Geht einfach davon aus, dass ein Hacker diese Daten hat. Geht davon aus, dass ihr Phishing-Mails, Scam-Anrufe von Europol und Co. bekommt und bereitet euch darauf vor. Bleibt wachsam. Und natürlich, bitte benutzt 2FA, dann macht ein Passwort auch nicht mehr so viel, das ein Hacker hat. Und natürlich auch ein Passwortmanager. Ihr seid in den meisten Fällen allerdings die weniger spannenden Ziele als so manch andere. Trotzdem solltet ihr euch gerade gegen Identitätsdiebstahl was einfallen lassen. Seid ihr zu leicht angreifbar, wird man auch eure Konten auf jeden Fall hacken, euch ausrauben, erpressen oder Dinge auf euren Namen bestellen. Wenn ihr bereits zum Beispiel gehackt wurdet, wäre es sinnvoll, Anzeige zu erstatten. Und ja, dann weiß die Polizei schon mal Bescheid und wenn dann tatsächlich was kommt, dann weiß man eher, womit man es zu tun hat. Wo wir gerade über interessante Ziele sprechen. Momentan trifft es am meisten Politiker, Diplomaten und Journalisten. Da hören die Angriffe schon fast gar nicht mehr auf. So wurde zum Beispiel auch die norwegische Behörde für nationale Sicherheit angegriffen. In diesem Fall war es nur ein DDoS-Angriff, sprich der Angreifer sendet einfach so viel Verkehr an die Server wie nur irgendwie möglich, um sie lahmzulegen und sie quasi zu überlasten. Dadurch soll sich in diesem Fall die Regierung nicht mehr mitteilen können und sich nicht mehr organisieren können. Norwegen hat nun ein Statement abgegeben, worin sie sagen, dass vermutlich eine pro-russische Hackergruppe hinter den Angriffen steht.
Das passt zum Bild, denn auch Litauen, Rumänien und vor allem auch Italien sind ja schon Opfer von genau so einem Angriff geworden. Bleeping Computer hat da noch ein wenig weiter recherchiert und im Telegram-Channel von Legion, einer pro-russischen Hackergruppe, die norwegische Behörde in den Zielen gefunden. Legion steht vermutlich in engeren Kontakt zu Killnet, die hinter den Angriffen auf Rumänien und Italien stecken, und Legion selbst hatte Litauen angegriffen. Es macht also Sinn. Einen bleibenden Schaden scheint es nicht zu geben, dennoch ist es aktuell für Regierungen oder besonders schützenswerte Infrastruktur wie Stromversorgung, Krankenhäuser etc. nötig, sich besonders abzusichern. Gegen DDoS helfen zum Beispiel solche Schutzanbieter, die den Traffic waschen, sodass der Verkehr des Angreifers rausfliegt, aber der Rest einfach durchkommt. Aber leicht ist das tatsächlich nicht, und gerade kürzlich gab es auch Berichte, dass Cloudflare, der wohl größte Anbieter dafür, massive Angriffe von 26 Millionen Anfragen pro Sekunde abwehren musste. Doch auch deutsche Politiker, Aktivisten und Journalisten müssen sich besser schützen. So gab es wohl auch einen ziemlich großen Angriff auf die IT-Infrastruktur der Grünen, die zeitweise sogar deswegen vom Netz genommen werden musste. Problematisch ist das natürlich insofern, dass darin die Mitgliedschaft in der Partei verzeichnet wird. Aktionen, Positionen und Infomaterial sind dort zu finden. Aber es gibt auch eine App für Mitglieder bei den Grünen. Dadurch war es den Angreifern gelungen, auf diverse Mail-Accounts zuzugreifen und E-Mails auch mitzulesen. Die laut den Ermittlern potenziell russischen Angreifer konnten sich Zugriff auf einen Administrator-Account beschaffen und darüber dann eine Mail-Weiterleitung einrichten. Dadurch konnten Mails mitgelesen werden, unter anderem auch von Annalena Baerbock und Robert Habeck, die ja schon nicht unwesentliche Positionen innehaben. Meine Tipps für euch, um euch dagegen zu schützen: wenn ihr müsst, nutzt Mails, aber bietet auf jeden Fall eine Verschlüsselung für diese genau an. Ich habe gerade erst vor kurzem aus genau dem Anlass eigentlich auch Tutorials für Mailverschlüsselung gemacht. Tatsächlich ist das aber unnötig kompliziert. Mit Arbeitskollegen sollte man so eigentlich gar nicht mehr kommunizieren müssen. Stattdessen nutzt doch einfach einen Messenger. Tatsächlich ist eigentlich fast jeder Messenger, sogar WhatsApp, zumindest behaupten sie das, sicherer als E-Mail, denn dort ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Standard. Ich habe auch dazu einen Vergleich gemacht, welcher Messenger besonders sicher und privat ist. Ist zwar nicht mehr der neueste, aber dennoch ziemlich aktuell. Sensible Informationen versende ich grundsätzlich nicht mehr via Mail, und das sollte auch sonst niemand machen müssen. All diese Geschehnisse werden aber auch offiziell vom BSI und dem Verfassungsschutz bestätigt. Die warnen derzeit vermehrt vor Phishing und Angriffen gegen Politiker, Journalisten und Aktivisten. Schützt euch daher bitte. Wenn ihr Hilfe braucht, ihr findet zusätzlich zu meinen Videos meine Kontaktdaten natürlich in der Beschreibung. Eine weitere Story, die mich leider massiv beunruhigt, sind Entwicklungen in Indien. Dort haben IT-Forensiker vor über einem Jahr aufgedeckt, dass einige Beweise auf Computern von Aktivisten gefälscht wurden. Die beiden Aktivisten wurden mit anderen gemeinsam wegen Terrorverdacht inhaftiert. Nun haben weitere Forscher von unter anderem SentinelOne bestätigt, dass wohl die Polizei die Beweise mit Hilfe eines Staatstrojaners auf deren Computern platziert hat. Mehr wollen die Forscher auf der Black Hat Messe vorstellen, die ist im August. Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum Staatstrojaner meiner Meinung nach nicht erlaubt sein sollten. Man kann sich nie wirklich sicher sein, dass ein Beweis wirklich echt ist. Und nein, ich sage nicht, dass das die Polizei machen kann. Es könnte doch auch durchaus so sein, dass mein Handy von einem Angreifer gehackt wird, der mich dann bei der Polizei anschwärzt und ich werde festgenommen und muss ins Gefängnis, wegen Beweise, die der dort halt hinterlegt hat. Digitale Beweise sind nur sehr schwer bis quasi unmöglich zu verifizieren, und das, obwohl mittlerweile echt verdammt viel unserer Leben online stattfindet. Dennoch hält die neue schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen leider am Staatstrojaner fest, wie netzpolitik.org schreibt. Und das, obwohl sich die Grünen eigentlich dagegen gestellt haben, sogar ziemlich aktiv. Erinnert euch auch hier wieder gerne an die Wahlversprechen, die ich für euch zusammengesammelt habe, in dem etwas länglichen Parteienvergleich. Könnt ihr euch gerne auch noch angucken. Bevor wir aber noch mehr Politik-News haben, schauen wir erstmal nach China in unserem Hack der Woche, der bald endlich wieder seinen Namen verdient. Die Polizeiverwaltung Shanghais wurde von Unbekannten gehackt und es wurden dort mehr als 23 Terabyte. Oder vielleicht noch eindrücklicher, mehr als 1 Milliarde personenbezogene Daten gestohlen.
Sie wurden auf einem gewissen Board im Darknet zum Kauf für 10 Bitcoin angeboten. Darin enthalten Namen, Adresse, Geburtsorte, Telefonnummern und leider aber auch die Nummern von Ausweisen und jegliche Polizeiinformationen, die die Polizei gesammelt hatte. Tatsächlich war wohl ein vollständig ungeschütztes Polizeidashboard im Einsatz, zu welchem jeder seit 2020 einfach so Zugriff haben konnte. Wieso uns das betrifft? Nun ja, jeder Einzelne, der nach Shanghai gereist ist, ist ebenfalls in diesem Leak enthalten. Darunter zum Beispiel auch Barack Obama. Die Hacker könnten nun also auch im Besitz eurer Passnummern sein, was leider immer noch ein häufiges Merkmal ist, mit dem man sich online ausweisen muss. Es macht aber offensichtlich keinen Sinn, solche Nummern als vertraulich zu handeln, wenn sie von mehr als 1 Milliarde Menschen bereits quasi öffentlich sind. Hier muss ich ganz klar sagen, man sollte viel mehr auf ein asymmetrisches System setzen. Das funktioniert dann so. Ich habe auf meinem Ausweis einen Chip mit einem geheimen Code drauf. Jeder andere kann den öffentlichen Teil meines Codes haben und nur ich kann beweisen, dass ich bin. Also jeder, der den öffentlichen Teil hat, weiß, dass ich nicht lüge, aber nur ich kann beweisen, dass ich wirklich ich bin. Und da muss man dann zusätzlich zu einfach dieser Ausweisnummer noch meinen Chip klauen, also sprich meinen Ausweis klauen. Gestohlen werden von einem Hacker kann das Ganze dann also nicht mehr. Diese sogenannten digitalen Signaturen sind bereits weit verbreitet. Immerhin seid ihr hier gerade auf YouTube. Zumindest solltet ihr das sein. Aber so etwas wird eigentlich von jeder Website standardmäßig eingesetzt. Ihr seht das in dem kleinen HTTPS oben. Dieses S ist wichtig. Staatlich ist da aber bislang leider immer noch keine Unterstützung vorhanden, was ich wirklich sehr schade finde. Stattdessen sind nun potenziell Millionen Menschen bald Opfer von Identitätsdiebstahl. Und auch hier gilt wieder Folgendes: Erstattet Anzeige, wenn ihr betroffen seid. Doch lasst uns zum Fail der Woche kommen, der auch ein kleines bisschen lustig ist. Ein Vertragspartner von Amagasaki, einer Stadt im westlichen Japan, hat nach seinem Abendessen im Restaurant blöderweise eine Tasche vergessen. Soweit nicht ungewöhnlich, darin war jedoch ein USB-Stick mit den persönlichen Daten von fast 500.000 Einwohnern der Stadt. Bisher sind die Daten zwar nicht im Darknet aufgetaucht, leider ist aber auch der USB nicht mehr aufgetaucht. Ups. Doch der eigentliche Lacher der Woche kommt noch. Ende Dezember 2019 wurden die Uni Maastricht und die medizinische Uni Innsbruck von Ransomware befallen und erpresst. Maastricht hat das Lösegeld von damals ca. 197.000 € in Bitcoin bezahlt. Im April konnten dann die Täter allerdings geschnappt werden und das Lösegeld wurde sichergestellt. Nun haben sie, also die Uni, das Geld zurückbekommen und es hat sich seither mehr als verdoppelt, weil eben der Bitcoin-Kurs einfach seither angestiegen ist. Die Universität hat angekündigt, dass sie den Gewinn an einen Fonds für bedürftige Studenten geben möchte. Leider ist das nächste Thema nicht ganz so angenehm, denn es geht um die Privacy News und es geht um TikTok. TikTok betont zwar immer wieder, dass China nicht so viel Einfluss darauf hat und nicht so viel steuern kann, jedoch gab es nun einen Leak von TikTok-Angestellten, die Aufzeichnung von internen Meetings an Journalisten weitergaben. Laut diesen Protokollen hat ein sogenannter Master-Admin Zugriff auf einfach alles. Also alles. Und der sitzt in Beijing. Die internen Tools sollen Funktionen haben, von denen niemand wirklich weiß, wozu sie sind. Und vermutet wird von BuzzFeed, das ist die Nachrichtenagentur hinten dran, dass es eine Hintertür gibt, über die der Master-Admin alles überprüfen und ansehen kann. Also auch Daten von Zuschauern aus Europa oder den USA, was sie eigentlich nicht dürfen. Was genau damit einhergeht, ob China zum Beispiel die eigenen Sicherheitssysteme und KIs mit den Daten füttert, konnte bislang allerdings nicht belegt werden. Aber wir können uns auch einfach an die eigene Nase packen und damit willkommen in den Politik-News. Habt ihr sie schon vermisst? Ich glaube ja wohl nicht. Ihr wisst ja, dass in Deutschland die eigene Telefonnummer mit einem Ausweisdokument verifiziert werden muss, sonst darf man keine Telefonnummer haben. Das soll Strafverfolgung erleichtern. Nun fragt man sich, wie viel wird das eigentlich wirklich genutzt? Und das Ergebnis ist ziemlich schockierend. Staatliche Stellen haben 2021 ca. 24 Millionen Anfragen gestellt, wem eine Telefonnummer gehört. Ein Richterbeschluss ist dazu übrigens nicht nötig. Wie man auf den Graphen von netzpolitik.org erkennt, steigen diese Zahlen jedes Jahr gewaltig.
Über die Abfrage von IP-Adressen gibt es übrigens so eine Statistik noch nicht mal. Und das, obwohl Grüne und FDP das aus der Opposition heraus mehrfach gefordert hatten. Das wäre wohl zu viel Aufwand, sagen sie. So oft passiert das also. Nice. Kommen wir aber zu unserem Titelthema, dem wohl größten Quatsch, seit es Staatstrojaner gibt. Und ja, hier kommt meine begründete Meinung direkt schon zum Vorschein. Fangen wir aber vorne an. Es geht um die neue Cybersicherheitsagenda von unserer Innenministerin Nancy Faeser. Ich dachte ja, Horst Seehofer wäre weg und es kann eigentlich nur besser werden, aber diese doch sehr interessanten Pläne sind eine leider ebenso unwürdige Nachfolge. In dieser Agenda wird zusammengefasst, wie sich Deutschland vor Cyberangriffen schützen möchte. Das Wort schützen solltet ihr euch merken, kommen wir nachher nochmal dazu. Dazu soll zunächst einmal der Bund deutlich mehr Befugnisse bekommen. Zu diesen Befugnissen gehören Staatstrojaner, die Chatkontrolle, sogenanntes Predictive Policing, automatisierte Gesichtserkennung und Hackbacks. Das Verbieten von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung steht übrigens, Punkt Nummer 6, auch im Raum. Das wird zusammengefasst als aktive Cyberabwehr. Im Endeffekt heißt das Folgendes. Für den Staatstrojaner, der gegen die Geräte von potenziellen Kriminellen eingesetzt werden kann, müssen Sicherheitslücken gefunden und offen gehalten werden. Denn ohne Sicherheitslücken kommt auch die Polizei nicht auf das Gerät eines potenziellen Täters, den man überwachen möchte. Ein Hackback bezeichnet das offiziell legale Zurückhacken von Angreifern im digitalen Raum. Das heißt, ich hacke einen von euch, dann darf die Polizei oder BKA oder verschiedene andere Behörden mich zurückhacken. Und auch hierzu sind wieder Schwachstellen nötig, die staatliche Behörden erstmal sammeln müssen und vor allem dann auch offen halten müssen. Das heißt, diese Schwachstellen dürfen nicht repariert werden, denn ansonsten könnten die ja gar nicht meine Geräte übernehmen. Das bedeutet, der Staat will Schwachstellen sammeln, am besten viele davon und so Geräte auch nach Belieben hacken können. Ich meine, kann ja sein, dass Google diese eine Schwachstelle von Android findet und behebt, ohne dass sie gemeldet wird. Dann braucht der Staat ja eine neue Möglichkeit, um auf euer System zu kommen. Was also passiert, ist Folgendes. Es werden Unsummen an Steuergeldern genutzt, um Sicherheitslücken zu finden und anstatt Journalisten, Aktivisten oder auch einfach nur die normale Bevölkerung zu schützen, wird eine kollektive Unsicherheit, eventuell sogar von Krankenhäusern und anderer kritischer Infrastruktur, in Kauf genommen, nur damit man Verbrecher besser jagen kann. Das Problem ist aber, auch Verbrecher können über genau diese Sicherheitslücken in eure oder in staatliche Systeme eindringen. Wir öffnen also Tür und Tor und geben dafür sogar noch sehr viel Geld aus. Ebenfalls im Raum steht Überwachung mittels KI, die ja bekanntlich doch ganz schön viele Fehler macht. Auch dazu habe ich bereits einige Videos gemacht, nur vielleicht das Essentiellste. Wenn ich Online-Psychotherapie mache oder auch nur mein Handy mit zur Therapie vor Ort nehme, weil ich als Kind sexuell missbraucht wurde, dann könnte es passieren, dass ich aufgenommen werde und das Ganze automatisch an Ermittlungsbehörden weitergeleitet wird, weil es gibt ja einen Tatbestand. Wie genau das jetzt auf Deutschland-Ebene aussieht, ist noch nicht wirklich final geklärt. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, aber das ist erstmal die Idee. Man möchte Täter natürlich finden und dazu möchte man KI benutzen, die aber nicht unbedingt zwischen Psychotherapie und richtigem Täter unterscheiden kann. Und sowas muss dann am Ende von einem Polizisten von Hand durchgeguckt werden, weil die KI eben Fehler macht. Und der muss dann sagen, okay, doch nichts. So, natürlich belastet das erstmal sehr stark unsere Polizeibehörden, die ohnehin schon überlastet sind. Sowas ist aber auch unfassbar unangenehm für die Menschen, die sich eventuell Therapieplätze suchen und führt am Ende dazu, dass sich tausende Menschen keine Therapie suchen, obwohl sie eigentlich eine brauchen. Auch die berühmten Bilder von Kindern am Strand oder wenn pubertierende Menschen sich gegenseitig gewisse Fotos schicken, könnten zu einer automatisierten Anzeige führen. Und wenn man mal eine Anzeige wegen Kinderpornografie hat, kriegt man den Ruf in der Nachbarschaft echt schlecht wieder los, glaube ich. Okay, lasst uns mit dem nächsten weitermachen. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Predictive Policing, oder wie man auf Deutsch sagen würde, vorhersagende Polizeiarbeit. Na,
Wer fühlt sich schon an Psycho Pass erinnert? Wer den Anime nicht kennt, gönnt euch. Ziel von Predictive Policing ist, KI, Statistik, aber auch Sozialforschung zu nutzen, um Dinge vorherzusagen. Das kann zum Beispiel ein möglicher Täterkreis sein, der Ort, an dem eine Tat begangen wird oder andere Dinge, die irgendwie mit einer Tat zusammenhängen. Hier vielleicht mal ein Statement des Generalsekretärs von Amnesty International. Er sieht dadurch die Unschuldsvermutung bedroht, denn wenn die Polizei richtig hart davon überzeugt ist, dass der Täter männlich, weiß, computeraffin und zwischen 20 und 30 Jahren ist, weil das einfach die Hauptgruppe für Cybercrime ist, dann suchen sie vielleicht auch nur danach. Gut möglich, dass eine Diskriminierung in anderen Bereichen zum Beispiel dadurch auch noch verstärkt wird. Passend dazu ist ein Bericht aufgetaucht, worin ein Algorithmus von Sozialforschern der Universität von Chicago entwickelt wurde. Er soll Verbrechen eine Woche im Voraus vorhersagen können. Der basiert hier auf der Verbrechensgeschichte aller Personen und weist denen dann einen Score zu, wie wahrscheinlich sie ein Verbrechen begehen. Es gibt aber auch einiges an Kritik an dieser Studie oder an dieser Forschungsarbeit. Wir gehen also nochmal zur Ausgangslage zurück. Cybersicherheit stärken. Wie vorhin erwähnt, stellen Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger genau wegen ihrer Verschlüsselung eine sicherere Kommunikationsmethode als zum Beispiel E-Mail, die unverschlüsselt ist, dar. Die Chatkontrolle ist da also genau das Falsche. Auch was Hackbacks oder Staatstrojaner angeht. Solche Lücken können immer auch von der falschen Person genutzt werden. Auch hier ist eigentlich also genau das Falsche vorgestellt worden. Man möchte nach diesen Schwachstellen durchaus suchen, aber sie dann auch reparieren, damit eben niemand sich mehr reinhacken kann in solche Geräte. Und je mehr Überwachung, je mehr Bilder, je mehr man weiß, wer sich wann wo befindet, desto besser kann ein böser Hacker solche Menschen beobachten, finden und eventuell erpressen und für sich arbeiten lassen. Und über diese menschliche Komponente werden doch erst sehr viele Systeme heutzutage übernommen. Ja, es gibt Hackergruppen, die einfach Menschen erpressen, dass sie Firmennetze infizieren. Das ist eine Masche. Nein, sorry, aber diese Cybersicherheitsagenda hat den Namen definitiv nicht verdient. Sie sollte heißen How to make Deutschland cyber insecure fast. Doch zum Glück gibt es, wie wir im Win der Woche sehen werden, auch ein gewisses Interesse an Sicherheit. Nicht von Behörden, sondern von Firmen, namentlich genannt Apple. Die haben in letzter Zeit wirklich einiges Gutes getan in puncto Sicherheit und Privatsphäre für ihre Nutzer. Und nun haben sie einen neuen Lockdown-Modus vorgestellt, der ab iOS 16 und macOS Ventura verfügbar sein soll. Ist dieser Modus aktiv, so sollen Exploits, bei denen User gar nichts mehr tun müssen, um gehackt zu werden, automatisch blockiert werden. Und Features, die häufig für Malware benutzt werden, wie etwa die Link-Vorschau, die sollen direkt gesperrt werden, da man auch darüber eben eine Malware verbreiten könnte. Auch Features von Browsern werden eingestampft, wie etwa Just-in-Time-Compilation, die zwar das Browsen insgesamt schneller macht, aber potenziell halt auch ausgenutzt werden kann. FaceTime-Anrufe werden nur nicht geblockt, wenn man mit der Nummer bereits Kontakt hatte, und Verbindungen zu anderen Geräten werden ebenfalls blockiert, sofern das iPhone nicht entsperrt ist. Findet man als Sicherheitsforscher einen Angriff, der diesen Lockdown-Modus umgehen kann man derzeit bis zu 2 Millionen US-Dollar als Belohnung bekommen. 2 Millionen! Damit hat Apple tatsächlich das größte oder zumindest eins der größten Bug-Bounty-Angebote der ganzen Industrie. Damit könnte Apple vermutlich selbst sogar den Staatstrojaner Pegasus von der NSO Group kaufen. Ist vermutlich nur die Frage, was mit den anderen Apps ist, denn häufig sind das ja gerade nicht die Apple-Produkte, über die man infiziert wird. Dennoch bietet es den Personen, die sich wirklich schützen müssen, eine Option, und genau für die ist es auch gedacht, nicht für die breite Masse. Nach dem Win der Woche kommt aber, wie ihr euch denken könnt, der Fail der Woche, über den sich gefühlt 90% von Twitter schon aufgeregt haben. BMW macht jetzt In-Car-Käufe, also quasi wie eklige Pay-to-Win-Handyspiele, nur eben fürs Auto. Sitzheizung 17 Euro pro Monat, Fernlichtassistent 8 und Fahrassistenz 40 im Monat. Und mal ganz ehrlich, das war doch absehbar. So baut man die Funktion in jedes Auto ein, kann den Prozess extrem standardisieren und immer mehr auch automatisieren. Dennoch will man Geld dafür, sind ja immerhin Features. Was mich allerdings viel mehr stört, ist das Folgende. Es scheint, man kann diese Features dann wie gewöhnlich über eine App kaufen, bezahlen und nutzen.
Das heißt aber auch ziemlich direkt, dass dieses Feature in irgendeiner BMW-Datenbank hinterlegt ist und das wiederum ist für potenzielle Hacker ziemlich lustig. Stellt euch vor, ihr sitzt gerade im Auto, der Spurhalteassistent ist aktiv, ihr lehnt euch zurück und bumm, gibt es einen Unfall. Denn euer Spurhalteassistent wurde remote von einem Hacker deaktiviert, der euer Smartphone gehackt hat. Und das leider mitten direkt in der Kurve, wo ihr ganz kurz vielleicht auch nicht aufmerksam wart. So etwas muss eigentlich beim Hersteller freigeschaltet werden und darf nicht remote gehen, denn ansonsten kann das richtig gefährlich werden. Abschließend möchte ich euch allerdings noch einen kurzen Bericht von MojoLens teilen, den ich ziemlich cool fand. Dort soll der Geschäftsführer das eigene Produkt erfolgreich getestet haben und das ist eine AR-Kontaktlinse. Das ist eine Kontaktlinse, die euch in euer direktes Sichtfeld am Auge Informationen einblenden kann über Augmented Reality. Das heißt quasi direkt so, ihr seht noch alles, aber habt dann hier so kleine Sachen im Auge rumfahren. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Zum Beispiel eine Wegbeschreibung für Postboten, zum Beispiel euren nächsten Termin oder eine Anrufbenachrichtigung oder in meinem Fall das Skript, von dem ich hier gerade so schön ablese. Das wäre für mich auch eine ganz coole Sache. Mit 14.000 Pixeln pro Zoll und tatsächlich einigen Sensoren scheint es wohl ganz gut zu halten, was es verspricht. Ich bin enorm gespannt, wie sich das noch entwickelt. Euch so zu einer Konferenz mitzunehmen oder ein Video von mir zu geben, wäre schon ziemlich cool. So, und das war sie auch schon. Die Folge, die eigentlich die erste etwas kürzere werden sollte, weil aber so viel passiert ist, wurde sie dann doch recht lang. Dennoch hoffe ich, ihr hattet Freude und ich konnte euch nicht nur erzählen, was passiert ist, sondern auch wirklich die Dinge an die Hand geben, die ihr tun könnt, um euch ein bisschen besser zu schützen. Gebt mir bitte wie üblich gerne Feedback. Für jede Veränderung gibt es immer einen Haufen Feedback und ich bin gespannt, was ihr diesmal sagt. Und ja, diesmal müsst ihr dann auch nicht so lange warten, denn nächsten Freitag kommen schon die nächsten IT-Trends. Und davor haben wir auch diese Woche einen Stream auf Twitch. Wir sehen uns, bis bald. Ciao. Digga, ich cyber dir deine Entspannung so hart weg, da kann sogar der Seehofer noch was lernen.